So, willkommen im Schnee. Der 13-jährige Tom hat seinen Papa Christian gefragt, ob wir nicht mal eine Nacht draußen im Schnee schlafen können. Also so direkt im Schnee. Das hat er jetzt davon. Das hat er jetzt davon. Patrick und ich haben uns angeschlossen und ja, auf geht's in den Schnee. Wir sind bewaffnet mit Schneeschaufeln und gucken mal, ob wir uns ein schönes Nachtlager bauen können. Wir haben hier hinter so einer kleinen Kuppe eine vielleicht etwas windgeschützte Stelle gefunden und fangen jetzt hier mal an, unsere Schneehaufen zu schippen. Plan A sieht nämlich vor, dass wir in kleinen Schneehöhlen schlafen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ansonsten haben wir alle noch einen Plan B. Sieht auf jeden Fall sehr professionell aus, was du hier machst, Robert. Sonst hätten wir das schon 10-mal gemacht. Was auch immer du machst. Es sieht sehr gut aus. So, wir testen gerade mal an, ob das halten könnte oder ob wir es gleich aufgeben. Freunde, die enormen Ansprüche ans Material fordern ihre ersten Opfer scheiße aus. So sieht das jetzt aus. Erste ist fertig. Wir helfen jetzt Tom bei seiner. Also, der hat sich was gesucht, was von natürlichen Gegebenheiten schon ganz praktisch ist. So, und dann bauen wir noch für Patrick wahrscheinlich hier eine mir gegenüber. Weil mein Schlafsack nicht ansatzweise die Temperaturen aushält, die wir heute Nacht bekommen werden, habe ich mir noch eine Decke mit reingepackt. Das ist erprobt, so minus 10 Grad, das ist überhaupt kein Problem. Und ich packe alles nochmal in den Biwaksack und schiebe das Ganze da rein. Genau, ich habe es alles schon mal vorbereitet. Problem ist ein bisschen, dass ich hier sonst an der Seite einsteige in den Biwaksack und hier oben noch eine Stänge habe. Ist natürlich schade, dass es am Kopf aufliegt. Aber das wird schon gehen. Ich muss dann halt irgendwie von vorne mit den Füßen zuerst da reinkrabbeln. Passt schon alles. Genau. Ja, schick. Wir haben uns jetzt erstmal zwischen den 3 Stämmen, die hier so liegen, die wir als Sitzgelegenheit nutzen wollen, ein Feuerchen angemacht. Und wir bauen noch ein Dreibein, sägen ein bisschen Holz und dann machen wir uns erstmal ein schönes Chili con Carne. Ah, geil, mit dem Glühwein wird es gleich sehr viel besser. Ja, ne? Meinst du temperaturmäßig oder? Mit Glühwein ist alles besser. Ah! So ist es. Oder meinst du? Schaut mal. Oh, du anbetungswürdiges Nahrungs. Cool, oder? So, Essen ist fertig. Ich hoffe, das gibt dir gleich glückliche Gesichter. So geil. Schön. Na dann schmecken lassen. Dämlich herausgefahren, so eine Stunde. Ich finde, dann wäre es mir einfach zu kalt. Eine Decke reinpacken dann.
So, Feuer ist am runterbrennen. Wir machen also ein bisschen drauf gefasst, bei der Eiseskälte in den Schlafsack zu gehen. Wir haben vor uns mal drauf geguckt, minus 12 Grad. Fröstelt's mich jetzt schon. Mal gucken, was wir dann morgen früh zu berichten haben. Ja Leute, warm war's. Ich denke vor allem der Biwaksack hat's gebracht und ich habe noch eine kleine leichte Decke mit drin. Aber ich konnte mich nicht bewegen. Das hat mir sowas von den Schlaf gekostet, ey. Da unten sind die Arme eingeschlafen, ich konnte mich nicht nach links und rechts drehen. Ich habe einfach viel zu eng gebaut. Hatte heute Nacht aber auch keinen Bock, da nochmal rauszukriechen, zumal ich wahrscheinlich hätte dafür nochmal anschütten müssen. Also habe ich es erduldet und bin jetzt gar nicht traurig aufzustehen. Aufgestanden zu sein. Na, ihr wisst schon. Oh. So sieht es bei uns aus. Wir haben übrigens so ganz leichten, trockenen Schnee. Wir versuchen jetzt hier ein bisschen Kaffeewasser warm zu machen. Aber auch der Test mit mehreren verschiedenen Herstellern zeigt, dass auch das Winterkartuschen irgendwie nicht so wintertauglich sind, wie sie alle vorgeben. Ja, wir machen jetzt ein schönes Lagerfeuer und wärmen uns dran nochmal auf und da wird wohl auch irgendwie der Kaffee dabei warm werden. Das Feuerchen brennt, wir haben einen Topf Wasser rangestellt. Ich war ungeduldig, ich habe mir in der Zwischenzeit einen Spirituskocher angemacht. Der ging auch ohne Probleme an. Ich habe hier A, einen Spiritus heute früh mir in die Jacke gesteckt, dass das schon mal ein bisschen wärmer wird. Und B, habe ich so ein cooles Jetfeuerzeug. Ihr werdet es nicht sehen auf der Kamera, aber die funktionieren ganz hervorragend. Die kann man auch mal eine Weile über Kopf halten und dann machen die da richtig Wärme drin. Und so kriegt man das auch an. Ansonsten nimmt man halt ein Stöckchen, ganz dünnes, macht das heiß und Spiritus kriegt man schon irgendwie an. Auf alle Fälle hat das mit dem Spiritus besser funktioniert als mit den Winterkartuschen. Genau, jetzt gibt es endlich ein Käffchen. So ist Christian. Der Robert hat So ist Christian. bequemes Equipment. Ja, es ist soweit. Wir packen unsere 7 hartgefrorenen Sachen und verabschieden uns. Schön, dass ihr mit dabei wart bei unserem kleinen Winterabenteuer. Ich freue mich dann doch, mich zu Hause erstmal wieder aufzuwärmen. Oder? Na dann, bis bald im Wald.